Ich darf Ihnen jetzt vorstellen, Claudio Coltellini, nebst Übersetzerin. Claudio ist CEO der Partner & Friends, mit der wir gemeinsam die Kooperation MSG Thompson machen, Öl und Gas in Texas. Einen herzlichen Applaus für Claudio. Work? Yeah. Ja, Okay. es funktioniert. Schön. So, my name is Claudio Coltellini. I'm 49. I moved to United States 7 years ago. I apologize if my English sometimes will be so broken, but I'm Italian. I have been asked to take this to speak English so that somebody can understand. Ja, also mein Name ist Claudio Coltellini und ich bin der CEO und ich bin 49 Jahre alt. Ich stamme ursprünglich aus Italien. Ich wurde aber gebeten, hier Englisch zu sprechen, weil eben viele von Ihnen auch der englischen Sprache mächtig sind. Und ich bitte auch, meinen italienischen Akzent zu entschuldigen. So, We are not going to apologize for your Italian accent. oh. So, because I think that now the level of attention is fading away a little bit because it's late, I will try to tell like a story about our company, what we do, and not to get too much into technical stuff, otherwise it's heavy. Ja, ich denke, also geschuldet der fortgeschrittenen Zeit und da die Aufmerksamkeitsspanne dann doch ein bisschen gesunken ist, werde ich dann jetzt einfach nicht so sehr in technische Details geben, sondern die Geschichte unseres Unternehmens einfach so allgemein in Form einer Story zu erzählen. Thanks. So, as I said, I moved to United States 7 years ago because we needed somebody to overview the project. Und wie ich schon gesagt habe, bin ich also vor 7 Jahren in die USA gezogen, weil wir jemanden benötigt haben, der das Projekt, der dort Aufsicht hat. At that time, we had projects in Texas, Louisiana, Kansas, Missouri, Colorado. Zu der damaligen Zeit hatten wir also dann auch Filialen in Texas, Missouri, Kansas, Colorado. And guess where I went to live? To Florida. Und wo hat es mich dann hin verschlagen? Nach Florida. Because, well, first of all, Florida is better than all the others from a weather standpoint and it's nice. Ja, zunächst mal hatte ich Glück, dass ich mich dorthin verschlagen hatte, weil Florida also auch vom Wetter her und von allem her doch viel schöner ist als all die anderen Standorte. But the truth is because the guy who is working with us, he is in Naples and he arranged all the financial, the lawyers, the CFOs in Miami. And so I moved there. Ja, aber der Grund dafür, dass ich dorthin gezogen bin, war eben, weil der Organisator, der dafür verantwortlich war, alles aufzubauen, also die ganze finanzielle Seite, den CFO, alles nach Miami verlagert hat. Und deswegen zog ich dorthin. And in 2018, we decided to incorporate Partners and Friends. Ja, 2018 haben wir die Partners and Friends Holding Corporation gegründet. Because we wanted to take another step and to go to another level. Weil wir uns eben dann auf den nächsten Level bewegen wollten. And the project that we were studying, we wanted to acquire this project and put this project in a new company because, as I said, we wanted to bring this company to a different level. Ja, und wir hatten also ein Projekt angekauft und wir wollten dieses Projekt dann in eine neue Firmenform einbinden und es, wie schon gesagt, auf die nächste Ebene heben. And we decided to have this Energy Alliance because I think it says a lot of the company that we are running now. Ja, und wir haben eben dann beschlossen, dass also die Energy in Alliance, also Energieallianz zu nennen, weil das doch schon sehr stark zum Ausdruck bringt, wofür unser Unternehmen steht. And because we have an alliance with you. Weil wir eben auch eine Allianz mit Ihnen haben.
And we have alliance in United States with other companies and with other members. Ja, und dann haben wir eben auch also Verbände und auch Allianzen mit anderen Unternehmen in den USA. So, yeah, that's the disclaimer. We skip it. It's not a big deal. Ja, den Haftungsausschluss, den können wir uns sparen. So, what we do in Partners and Friends and the purpose, the goal that we want to reach when we have incorporated Partners and Friends. Ja, also die Ziele, die wir dabei verfolgt hatten mit der Gründung unseres Unternehmens, waren die folgenden. Was to create value. Wir wollten Wert schaffen. Because it's easy to say that the value of the company is based on the oil price, because we extract oil and we sell oil. Man kann natürlich ganz einfach sagen, dass der Wert eines Unternehmens auf dem Ölpreis basiert, weil wir natürlich Öl fördern und Öl vertreiben. But the value comes with the reserves that we have in the project. Aber der Wert kommt natürlich mit den Reserven, die wir im Projekt haben. So, and we really believe, and we have tried in this project to apply some different technologies, because we have studied, and we had also a lot of time to study the project because of COVID. We had 1 year of stop almost. Und also bei diesem Projekt hatten wir dann versucht und geplant, neue Technologien einzusetzen. Aufgrund der Pandemie von Covid-19 hatten wir dann eine einjährige Pause und hatten ausreichend Zeit, all diese Technologien zu studieren. So we have studied a lot new technologies, and we have applied. Und wir haben dann sehr viele neue Technologien uns angesehen, diese untersucht und diese dann schließlich und endlich angewandt. So I'm looking it takes 5 minutes to finish to charge the slide, but never mind. So about the company, Partners and Friends is a Wyoming corporation. We have incorporated in Wyoming for tax reason. We are based in Florida. We have an office in Florida and one in Texas, Dallas. Ja, also und wir sehen hier also auch, wir hatten uns zuerst in Wyoming also organisiert, also auch gegründet, und das war aus steuerlichen Gründen, aber wir haben unsere Büros in Texas und auch in Florida. So the goal of Partners and Friends, of course, as I said, is to create value. And what do? We acquire project and we develop. But the most important thing is that we don't make exploration. We don't look for oil in an area that we are uncertain if there is oil or not. Ja, also was machen wir? Wir kaufen selbst Projekte an und entwickeln diese dann. Wir selbst fördern aber kein Öl. Yeah, very quick. So we acquire this project, and we develop with knowing that there is oil. There is already oil. We don't have to prove that there is oil. Ja, also und für uns ist es dann eben wichtig, wir kaufen diese Projekte an, wir entwickeln sie, aber wir machen dann den Teil der Exploration nicht, weil wir schon wissen, dass das Öl da ist. Also das ist schon nachgewiesen. And I give you just a quick view to the management, the main person. Antonio Beccari is the president of Partners and Friends. He's Italian, and we have been working together for almost 20 years now. Ja, ich möchte Ihnen zunächst einmal einen ganz kurzen Überblick über die Geschäftsleitung geben. Hier sehen Sie unseren Präsidenten, Antonio Beccari. Er ist auch Italiener und wir haben also über 20 Jahre schon zusammengearbeitet. Yeah. And look at this guy. This is this is me. Den I am Kerl the könnt ihr CEO euch of the anschauen. company. Das bin ich der CEO des Unternehmens. And I have already said everything about me, so I skip it. Ja, And, also ich hatte Ihnen sorry. schon erzählt, wer ich bin, deswegen gehen wir da schnell weiter. Bill Bolander is the Chief Operating Officer.
Ja, also und dann haben wir also hier den Bill Bolander, der eben auch also der Operating Officer ist. Also, we have been working together for 8 years. Wir arbeiten bereits seit 8 Jahren zusammen. Because, as I said before, Partners and Friends started in 2018, but we have been working together for 20 years with Beccari, 8 years with Bill. So we have a lot of members, a lot of executives that we have worked together. Ja, also auch wenn unser Unternehmen erst 2018 gegründet worden ist, kann ich sagen, dass ich mit unserem Präsidenten schon also seit über 20 Jahren zusammenarbeite, auch mit Bill hier schon seit über 8 Jahren und deshalb kennen wir uns sehr gut und können gut zusammenarbeiten. This is George. George is our operator guy, and one of the most important things in the oil business is that if you want to make money, you have to control the operation. Ja, und also hier sehen Sie George. George ist der Operator, ist der Betreiber. Es ist ganz wichtig im Ölgeschäft ist es, wenn man tatsächlich Geld generieren möchte, dann braucht man jemanden, der wirklich die Kontrolle hat über den ganzen Betrieb, die Operation. So we have incorporated X72 and we control the 50% of X72. The other 50% is controlled by a company of George. Das heißt also, wir haben auch die finanzielle Seite so aufgeteilt, dass wir 50% Anteile haben und die anderen 50% werden von George gehalten. Because as I said, to control the operation is the key in the oil business. Und wie ich schon gesagt habe, also der Schlüssel zum Erfolg im Ölgeschäft ist tatsächlich also die Kontrolle über dem Geld. George has also a big experience from an investigation standpoint. Because he used to collaborate and to work with the authority, American authority, SEC, FBI, in the oil business. Und George verfügt auch über eine sehr große Erfahrung, was also in dem ganzen Untersuchungsbereich ist und arbeitet sehr eng und hat auch sehr eng zusammengearbeitet mit den Behörden, also mit dem FFC und dem FBI. And this is very important because it gives us we are comfortable to work and to be sure that we are not going to have any problem because the oil business is a rich business, but it's also a wild west if you don't know how to do. Ja, also und deswegen ist es eben sehr wichtig, dieser Aspekt ist sehr wichtig, weil wir das Ölgeschäft ist ein sehr reiches Geschäft, aber sehr oft befinden wir uns auch im Wilden Westen, wenn man das so sagen möchte. As I said, the Energy Alliance, we have partners in United States, of course. It's X72, which is the company, the operating company that we have incorporated and we control 50% and we use to run the projects. Ja, und in dieser Allianz, wie ich das schon gesagt habe, haben wir hier also unter anderem eben diese Betriebsgesellschaft, dieses X72, wo wir eben 50% der Anteile unterhalten. And you can see there's a Longboat Energy that related to the project that we are talking about now and we are developing and where you are investing. Ja, und dann haben wir also unter anderem eben auch noch Longboat Energy LLC. Das ist da, wo wir investieren und Sie auch mit investieren. Longboat Energy is owned by Melissa Adams. Ja, und die Inhaberin von Longboat Energy ist Frau Melissa Adams. And Melissa Adams, unfortunately, is a widow, and she had the company from her husband, Gary Adams. Ja, und die Frau Adams ist verwitwet und hatte das Unternehmen von ihrem verstorbenen Ehemann Gary übernommen. And because she didn't know exactly what to do because her husband was running the company and doing everything. Und weil sie sich selbst nicht genau klar war, was sie eben mit dem Unternehmen anfangen musste. She was looking for a partner, for an operator to develop the leases that she has. Und suchte sich dann nach einem Partner, um es eben diesen Anteil, den sie hatte, also mitzuverwalten im Betreiberbereich. And for any chances we had, it's curious because her leases
in the project that, in the area that we have, they are right across our leases, so they complete each other. Ja, und es hat sich dann wirklich so ergeben, dass Ihre Anteile, also dort, wo Sie geschäftlich unterwegs sind, dass es wunderbar also mit unseren Aktivitäten zusammengepasst hat. And so after, when we drilled the first well, her landman saw us and came there and said, hey, you're drilling here, it's next to our leases. And so we started to talk, the two companies started to talk, and we had an agreement. It's called farm-out agreement, where you put together the leases and you have a big project. Ja, und also was wir dann gemacht haben, also wir hatten eine Bohrung vorgenommen, waren an einem Bohrloch und das war zufällig dann in der Nachbarschaft dort und sie kamen auf uns zu und dann haben wir uns zusammengeschlossen. I don't have any to spend any word about MSG Thompson again because I think they know well. And, also ich denke, über MSG Thompson muss ich nicht viel sagen, das kennen Sie alle sehr gut. And I'm sure that they can recognize also some other guy here. Und ich denke, dass Sie all die hier vertretenen Personen auf den Bildern erkennen werden. Yeah. So, just a quick thing about the value that they said, how to create the value with an oil project. Ja, und also hier ein paar kurze Worte darüber, also wie man einen Wert generieren kann mit einem Ölprojekt. When you acquire a project, you have to see how much is the oil in place. Ja, also wenn man ein Projekt ankauft, dann muss man natürlich zuerst sehen, wie viel Öl können wir dort fördern in einem bestimmten Ort. But the most important thing is how much of that oil in place you can recover in an economic way. Ja, und der wichtigste Aspekt ist natürlich, also nicht mehr zu sehen, also die Mengen, die wir dort haben, sondern die tatsächlich förderbaren Mengen an Öl vor Ort. So, a quick timeline about this project and about the company. We started, Ich darf Ihnen hier eine kurze Zeitüberblick geben, also wann wir mit diesem Projekt begonnen haben. It's pretty easy to see. In 2016, we had this opportunity and we started to study and to make the due diligence of the project, and it took almost 2 years to complete everything. Ja, also im Jahr 2016 begannen wir damit. Wir haben dann unsere Due Diligence gemacht, unsere unternehmerische Sorgfaltspflicht ausgeführt, alles untersucht und das hat fast 2 Jahre in Anspruch genommen. In 2018, as I said, we have incorporated Partners and Friends and we have acquired the project, the Wreck Cave project. Und wie ich bereits erwähnt hatte, haben wir dann im Jahr 2018 das Projekt angekauft, übernommen. In 2019, we have drilled the first 3 wells and we plan to complete soon, but... Also 2019 haben wir dann die ersten 3 Bohrlöcher gebohrt und werden diese bald fertigstellen. Yeah, because we drilled the 3 wells between September, November 2019. And then we had to wait for the winter to complete because the fracking is not good to do it during the winter because it's too cold. Ja, also wir hatten also diese Bohrlöcher aufgemacht, also im Herbst, im September, Oktober und mussten dann eben über den Winter eine Pause einlegen, weil das Fracking während der Winterzeit nicht sonderlich gut läuft. But then, and we had to frack and complete these wells in March, April 2020. Und diese Bohrlöcher wurden dann fertiggestellt im März, April 2020. But all of you know that the COVID-19 happened, and we had a tough year because the problem was that we have workers, but they couldn't go more than one worker together. Und wir hatten eben dann das Problem, dann kam Covid-19 und dann hatten wir natürlich das Problem, dass unsere Arbeitskräfte immer nur einzeln dorthin gehen durften. And so it was almost impossible to complete the wells, to complete the works, because
you need at least 3-4 workers together. Und deshalb war es fast unmöglich, also diese Arbeiten fertigzustellen, weil dafür also 3 bis 4 Mann gebraucht werden. So I will go a little bit faster in this. We are in Texas, in the panhandle of Texas, and usually when we say Texas, usually they think that it's always hot over there. Also und jetzt gehen wir nach Texas, ein bisschen schneller. Texas wird in Amerika auch der Panhandle genannt. Also, und normalerweise, wenn man an Texas denkt, würde man sich immer vorstellen, dass es dort immer heiß sei. But in the panhandle, which is over there, the winter is very cold. Aber im oberen Teil, den wir Panhandle nennen, ist der Winter immer sehr kalt. And in this area, discovered 100 years ago from an oil standpoint, usually they used to recover the 3-4% of the oil in place. Also und in diesem Bereich, also diese Öllagerstätte wurde schon vor 100 Jahren entdeckt und dort wird also normalerweise nur 3-4% der Ölmengen, die dort vorhanden sind, gefördert. Keep in mind this rate, 3-4%, because then we see something different. Ja, also diese 3-4%, wenn Sie die im Kopf behalten, dann, wenn die Geschichte weitergehen wird, werden Sie sehen, was daraus geworden ist. And a first step in this area has been done years ago with the fracking technique, which passed from 50,000 pounds to 250,000 pounds. Also die ersten Schritte wurden vor einigen Jahren getan, als die Fracking-Technologie eingeführt wurde, wo sie dann von 50 Pfund auf 250.000 Pfund gekommen sind. Anybody who knows fracking, what it is? Sie kennen alle das Fracking. Ja, yes, Yeah, they do. okay. And I will say it's just we have to push water and sand through the well to open some little veins so that the oil can come to the wellbore. Es ist eben so, also das Fracking ist eben so, dass eben Wasser und Sand also in die Bohrlöcher eingeführt wird, um eben gewisse Bereiche unten aufzulockern, um das Öl fördern zu können. And as we can see, the Red Cave Formation is shallow compared to many other formations and to many other oil projects. Und hier, also diese Formation, die wir hier in der Red Cave, also in der Roten Höhle praktisch vorfinden, da sehen Sie die verschiedenen Schichten, die wir haben. So it's the formation, the target is going to roughly 2,400 feet, which is 800 meters. So it's pretty shallow for an oil project. Also wir haben hier eine Primärzielformation von 2400 Fuß, das sind also ungefähr 800 Meter und das ist also ziemlich flach für eine Ölbohrung. I've already said where it is, in the panhandle of Texas. Und wie ich schon gesagt habe, es findet sich hier ganz oben And in Texas. we can see the stars on the panhandle, which signed the project. Ja, hier mit dem Stern ist angezeichnet auf dem Panhandle, wo sich das Projekt befindet. And the project consists, at the beginning, we acquired 5,100 acres. Zu Beginn also dieses Projekts hatten wir dann also 5100 Acker Land angekauft, amerikanische Acker. How much is that converted? Don't know. In what? Pardon? Converted in square meters. Ja. Also der amerikanische Acker ist anders von der Rechnung her. Das sind dann die Acres. You Ja. can Google and have the right answer. Das könnt ihr googeln. Because I'm used to not to convert in square meters because we use acres, so I don't want to give a wrong answer. Ja. But if you Google, you find immediately. Ja, also wir nehmen eben die amerikanischen Maße und Sie können es aber googeln und nachschauen. And through the farm-out agreement with the longboat, we added another 10,000 acres. So we ended with 15,000 acres. Ja, also und dann, also durch diese Partnerschaft, die wir dann mit Longboat eingegangen sind, haben wir dann noch 10.000 weitere Acres angekauft und hatten damit dann 15.000 zur Verfügung. And up to now, we have drilled 5 wells.
And we have more than 75 PUD. And then I'm going to explain what it is. Ja, also und in der Zwischenzeit haben wir 5 Bohrlöcher aufgetan und inzwischen haben wir mehr als 75 PUDs. Und ich werde Ihnen gleich erklären, was das genau ist. Yes. A PUD, it means proved undeveloped. And so in the oil business, in the industry, every time you drill a well, and we can see if, oops, okay. Das heißt, PUD heißt also, das ist dann also eine Stelle, eine Förderstelle, die noch nicht entwickelt ist. When we drill a well, it's a proved, developed well, and we obtain 4 PUD in the 4 corners immediately close to the well that we have drilled. Das heißt, also wir haben dann in den 4 Ecken, das heißt PD steht dann schon bereits also für einen nachgewiesenen Bohrloch mit Fördermengen und dann haben wir noch diese 4 PUDs, also wo es eben noch zum Beginn steht. With a PUD, we can assume that these PUD are going to produce like the well that we have drilled. Und von diesen PUDs, das heißt also die noch nicht nachgewiesenen, können wir trotz alledem davon ausgehen, dass sie die gleiche Fördermenge erreichen werden wie bereits bei dem gebohrten Loch. And from a value standpoint, this is very important because now the SEC rules allow the companies to bring this into the financial statement. So the value is high. Und natürlich auch von finanziellen Standpunkt ist es sehr wichtig, weil es eben Wertschöpfung ist und weil der Wert sehr hoch ist. Yeah. So about the drilling, we see a couple of pictures. This is a rig that we use to drill the well, and this is the bottom of the rig. Ja, also Sie sehen hier einige Bilder zu dem Bohren an und für sich, also welche Gerätschaften hier eingesetzt werden. As I said before, we don't have the risk to extract oil because we know that there is oil. We knew that there was oil, but after these 5 wells that we have drilled, we don't have absolutely no doubt about that. Das heißt also, ich möchte nochmal wiederholen, also wir haben tatsächlich kein Risiko, weil wir selbst das Öl nicht fördern, aber nach den 5 Bohrlöchern, die wir aufgetan haben, wissen wir, dass diese Ölfördermengen da sind. During the period of COVID, we started before, but during the period of COVID, we took the opportunity to study new technologies and to try to find something to apply to this project. Wie ich schon erwähnt hatte, hatten wir dann also während der Covid-19-Zeit dann tatsächlich Zeit, uns wirklich also mit allen Technologien, die zur Verfügung stehen, zu befassen und haben diese dann auch eingesetzt. So the goal was to improve the oil recovery in place. Und das Ziel bestand natürlich darin, die Ölfördermengen zu steigern. Using a particular formula which makes the oil less thick. Und wir haben eine bestimmte Formel eingesetzt, also um die Öldicke zu verringern. So that it flows better close to the well and we can extract more. Damit das Öl eben besser fließt, also zur Ölbohrungen und damit wir besser fördern können. We have worked with 2 of the main companies in the world, Sol, Nexus and Skal. Und wir haben also hier also mit den 2 größten Firmen zusammengearbeitet. Das eine ist Skal Incorporate und Solnexus. So we have made a core of a Thomson 2, the second well that we have drilled, so that a complete core, a full core, it means that we have a sample of the formation from the top to the bottom. Das heißt, also wir haben also dann einen vollen Kern gebohrt, also und bei unserem zweiten Projekt, das wir haben, das Thomson 2, und sind eben von oben bis unten komplett durch. So we know exactly the porosity, everything about the formation, which is very important to use the right chemicals to let the oil to be less thick.
Ja, genau. Und deswegen ist es ganz wichtig, wir haben hier also alle Analysen durchgeführt, unter anderem um die Porosität festzustellen, um die richtigen Chemikalien hinzusetzen zu können, damit das Öl leicht flüssiger wird. And through these studies, we had really outstanding results. Und mit diesen Studien hatten wir dann ausgezeichnete Ergebnisse. Because you remember before I said 3-4% the rate of oil recovery in place. Und jetzt kommen wir wieder zu den 3-4% Ölförderrate zurück, die ich zu Beginn genannt hatte, die vorher war. With the result of this score and the chemical that we are going to use and we are using, we are going to have 6 times this recovery. Ja, und man kann tatsächlich sagen, also mit der Bohrung, also zu dem Kern und mit den Chemikalien, die wir zusetzen, konnten wir also dann die Fördermenge um ein 6-faches erhöhen. So when I said before value over volume, that's what is creating value. Because it's true that the cash flow comes from the oil that we sell, but the value of the company, the value of the stock comes from the reserves that we have. Ja, also der Wert kommt tatsächlich von den Volumina, das heißt von den Reserven, die wir haben. Natürlich erzielen wir den Cashflow durch das Öl, das wir verkaufen. And the company goals, as I said before, there are of course to develop projects and have a good cash flow. Und natürlich bestehen unsere Unternehmensziele darin, also einen guten Cashflow zu haben und Projekte zu entwickeln. Which allows to pay also the investors. Was uns natürlich auch die Möglichkeit gibt, den Investoren Geld zu bezahlen. But the second goal, and probably our main goal, was to create a financial value. Aber das Hauptziel bestand natürlich darin, also ein finanzielles Ziel zu erreichen. And so, I don't know, any of you are shareholders or partners and friends? Ist irgendjemand von Ihnen also ein Aktionär von Partners and Friends? Okay, there's somebody. And, Ja. and you know that this is very important. And I'm happy to announce and to introduce that during this period of COVID, and we have studied, and the goal was to go on the OTCBB market, the stock exchange OTCBB market in United States. Ja, also und während der Covid-19-Zeit hatten wir eben auch Zeit, uns weiterzuentwickeln und haben eben dann auch untersucht, also dann unseren Börsengang vorbereitet in den USA. But we have seen that probably it was better to go to another market. Aber dann haben wir gesehen, dass es wahrscheinlich besser ist, zu einem anderen Markt zu gehen. And we are happy to announce and introduce Global Energy Partners 2050. Und wir freuen uns sehr, dass wir ankündigen dürfen, dass das neue Unternehmen, die Global Energy Partners 2050. So this is the second step where we are going to bring the idea with partners and friends. Und das ist also die nächste Stufe, die wir mit den Partners and Friends erreichen wollen. So Partners and Friends has formed Global Energy Partner, which is a UK company. Ja, und Partners and Friends Holding Corporation wird dann diese Global Energy Partners 2050 gründen, die in Großbritannien basiert. And we have called Global Energy Partner 2050 because we know that in 2050 probably it's the target time where we say we will have green energy, no more fossil energy. So that's the name because we want to give a message with this company. Wir hatten uns diesen Namen ausgesucht und hatten dann das Jahr 2050 ganz bewusst gewählt, weil wir bis dahin eine grüne Umgebung haben wollen und bis dahin also eine fossilfreie Umgebung haben und wollten damit also eine Botschaft vermitteln. And the message is that for sure we will continue to develop oil project, gas project, because it gives immediately cash flow.
Und die Botschaft dahinter besteht darin, dass wir natürlich weiterhin also auch Gas- und Ölprojekte fördern wollen und entwickeln wollen, weil wir dadurch einen guten Cashflow erzielen. But we have opened a window also on the green energy. Aber wir wollen uns auch der grünen Energie, zum Beispiel der Windenergie, öffnen. And I'm happy to say that we have already started the listing process on the AIM of on the London Stock Exchange. Ja, und wir haben also diesbezüglich auch ein Projekt also gestartet mit Longbourn. And this is going to give a big chance and a double opportunity and a double advantage for the shareholders of Partners and Friends. Ja, und das ist eben also wirklich eine große also Chance für uns, aber nicht nur von uns, sondern auch für die Aktionäre von Partners and Friends. Because the shareholders of Partners and Friends will receive a share of this new company. Weil auch die Aktionäre von Partners and Friends dann Anteile an diesem neuen Unternehmen erhalten werden. But at the same time, they will keep their shares of Partners and Friends. Aber sie werden natürlich auch ihre Anteile an Partners and Friends beibehalten. So there will be a double benefit because the shares of Partners and Friends will get a yearly dividend. Das heißt, also sie haben dann also einen doppelten Vorteil, weil als Aktionär von Partners and Friends bekommen sie also dann ihre normale jährliche Dividende. And they will have the new stock, the new shares of Global Energy Partners, Und which will be listed on the stock exchange. Und sie werden dann die neuen Aktien bekommen, also sobald der Börsengang durchgezogen ist. And to list the company, of course, Red Cave project wasn't enough. It's a big project, it's a wonderful project, but for an IPO and to list the company, we needed more projects. Für den Börsengang, für den IPO war natürlich das Red Cave Projekt nicht genug, dazu braucht es mehr Projekte. So we have already identified two very good projects, and one in particular, which is in Altoona, in Kearney County, in California. Und wir haben also dann wir haben zwei Projekte aufgetan, die sehr vielversprechend sind. Und eines davon befindet sich in Kalifornien. Could you repeat the name? It was in California. I did It's not. Kearney County. Kern County. The name of the project is Altoona, but I think later it's. Also der it will Name be- des Projekts selbst ist Altura und es befindet sich in Kern County in Kalifornien. And you can read it that Kern County in California is one of the best producer in the world. If it would be a country, it would be in the top 30. Ja, also Sie sehen hier, also dass das Kern County, der Landkreis, also wenn es ein Land wäre, dann wäre es also bei den Top 30 also Ölproduzenten mit dabei. As I said before, Altoona is this one. Genau, also das ist Altoona, das ist der Name des Projekts. And we have, I think, 15 locations to drill. The costs are pretty good to drill because it's pretty shallow and so not too expensive. Ja, also wir haben hier 15 Stellen, wo wir Bohrungen vornehmen. Die Kosten sind in Ordnung, weil es ziemlich flach ist, also nicht zu tief ist. And the real good thing is that with this oil price, which is $75 now, the return in 1 year, we already get the money back. Ja, und angesichts des heutigen Ölpreises mit $75 haben wir eine gute Rendite und haben das Geld dann innerhalb eines Jahres wieder zurück. And as I said before, we have opened a window on the green energy, and we have this agreement with Intero. Intero, it's a company. Und Entschuldigung, wie ich bereits gesagt habe, haben wir auch also die Türen aufgemacht zur grünen Energie und haben eine Vereinbarung abgeschlossen mit einem Unternehmen namens Inteo. And this is a very good project because it's related to what we do with the oil wells. Und es ist ein gutes Projekt, weil es auch damit im Zusammenhang steht mit dem, was wir im Ölbereich machen. They already have a commitment to install solar panel.
Sie hatten sich schon vorgenommen, Solarpaneele zu installieren, to give energy to the wells. also um für die Bohrstellen Energie bereitzustellen. So they are going to have electricity from the solar and not from the Und electricity. die ganze Stromversorgung wird dann von den Solarzellen kommen. And the agreement is that we partnership with them to install solar for 50 million commitments all over United States. Ja, und wir haben eine Absichtserklärung mit Ihnen unterzeichnet, also über 50 Millionen Dollar Projekte, also Solarpaneele zu installieren, und zwar in den ganzen USA. So this is a very good vision, and we are already working on the listing. And at this time, there is a really great opportunity that I cannot say anything like that here, but you will have information through your guys. Ja, und das sind für uns also sehr große Chancen. Wir bereiten den Börsengang vor. Ich kann Ihnen im Moment also nicht mehr Details dazu nennen. Sie werden also dann auch entsprechend informiert werden. And that's it. This is Partners and Friends, our addresses, our email, our website. And if you have any question, you want any more information, you just have to write or you can ask me now. Ja, also damit komme ich zum Ende meines Vortrages. Also das war alles, was ich Ihnen über Partners and Friends erzählen wollte. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, Anliegen haben, irgendetwas wissen wollen, können Sie uns gerne kontaktieren. Die Kontaktdaten sind hier angegeben, aber Sie können auch einfach jetzt gleich irgendwelche Fragen, die Sie haben, an mich stellen. Stehen gerne zur Verfügung. Ja, vielen Dank, Claudio. Das Ganze sollte einen Überblick über das ganze Projekt, das Partners and Friends macht. Was uns betrifft, so sind wir ja für unsere Kunden fokussiert auf das Thema Texas und hier die Red Cave Formation mit MSG Thompson. Aber wir hatten ja schon 2 Runden, wo es als Incentives Aktien gab, und es wird auch noch eine geben, so dass man eben auch hier profitieren kann mit an dem gesamten Unternehmen. Für unsere Kunden ist das Thema nicht spannend, was wir heute hier betrachtet haben. Das ist eher spannend für Sie. Claudio, vielen Dank. Thank you. Ebenfalls vielen Dank. Thanks.